Bei solchen Stücken ist das Aufspannen oft schon eine Herausforderung. Es empfiehlt sich, mit der kleinsten Geschwindigkeit zu starten und dann langsam die Drehzahl zu steigern. Beim ersten Start halte ich lieber noch respektvollen Abstand. Am Anfang läuft das Stück natürlich noch nicht rund, später kann man dann ordentliche Späne abnehmen, das weiche Ginkgo-Holz lässt sich sehr schön schneiden. Den Pilzhut aushöhlen ist wie eine Hirnholzschale drechseln, nur dass einem der Stiel und vor allem der Fuß im Weg ist. Durch den Fuß komme ich mit der großen Röhre leider nicht so weit hinein, wie ich gerne würde, und die kleine kriegt zu viel Überhang. Das ist alles nicht optimal. Um den Stiel der Länge nach zu bohren, verwende ich einen hohlen Mitnehmer und einen passenden extra langen Bohrer. Der Späneauswurf durch die 3 Löcher im hohlen Mitnehmer funktioniert sehr gut, auch wenn die Späne nass und klebrig sind. Solange ich auf ein besser geeignetes Aushöhlwerkzeug warte, lagere ich den Pilz in den nassen Spänen, davon sind ja reichlich da. Mit dem Ausdrehwerkzeug geht es jetzt vorsichtig weiter, bis der Hut dünn genug ist. Ich kontrolliere das mit einer Lampe und drechsle, bis das Holz durchscheinend wird. Hier nehme ich Maß für den Rest der Bohrung. Mit Reitstock ist der Bohrer zu kurz, deshalb muss ich das im nicht eingespannten Zustand machen. Die Querbohrung hat 11,5 mm Durchmesser, das kann ich im Akkubohrer nicht einspannen. Deshalb diese etwas wilde Konstruktion. In das Loch kommt später die Buchse für den Stromanschluss. Die restliche Bohrung fürs Kabel erfolgt wieder mit dem extra langen 8 mm Bohrer. Den dünnen Hut will ich nicht maschinell schleifen, also ist Handarbeit angesagt.
Jetzt wird das Holz mit Halböl getränkt, bis das Öl auf der anderen Seite wieder herauskommt und das Holz durchscheinend wird. Die Querbohrung im Stiel für das Kabel ist in einem sehr beengten Bereich. Auch hier ist wieder die kleine Winkelbohrmaschine die Rettung. Ich verwende einen Zentrierbohrer, das ist der kürzeste, den ich habe. Mit einiger Mühe habe ich jetzt die blaue Litze durch das Loch im Stiel gefädelt. Daran löte ich jetzt das Stromkabel fest und kann es dann durchziehen. Jetzt kann ich die Buchse einkleben. Das Übermaß an Kabel verschwindet als Schleife in einem Loch im Pilzfuß. Den Knubbel am Hut hatte ich bis hierher dran gelassen, um den Pilzkopf über aufsetzen zu können. Jetzt kann ich ihn entfernen und die Stelle verschleifen und ölen.